Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du dich heute entschlossen hast, mit mir Yin-Yoga zu praktizieren. Ja, bei dieser Praxis wirst du vermutlich ein paar Hilfsmittel brauchen. Falls du Meditationskissen zu Hause hast, dann kannst du dir gerne ein Meditationskissen vorbereiten oder vielleicht, falls du kein Meditationskissen hast, ein Kissen vom Sofa, einfach etwas, was ein bisschen fester ist, oder ein paar Decken nehmen. Ja, natürlich kannst du auch Handtücher benutzen, die du aufeinander ein bisschen stapelst. Falls du Yoga-Klötze besitzt, dann könntest du dir auch diese vorbereiten. Falls du keine Klötze hast, dann schau, ob du vielleicht zwar dicke Bücher, also ungefähr gleich dick findest, die du dann statt der Klötze benutzen könntest. Was wir vermutlich auch noch brauchen werden, ist ein Yogagurt. Natürlich muss es auch kein Yogagurt sein, du kannst einen Gurt von deinem Bademantel nehmen oder auch eben ein Handtuch hernehmen. Etwas, was deine Arme ein bisschen verlängert und wo du einfach damit behilflich sein kannst in bestimmten Positionen. Was mir sehr am Herzen liegt, ist, dass du im Yin-Yoga, eigentlich wie immer beim Yoga, sehr achtsam bleibst. So viel es geht, deine Augen schließt und die Positionen genießt. Wir werden die Asanas länger halten, also wahrscheinlich die meisten Asanas werden wir ca. 3 Minuten lang halten. Und zwar aus dem Grund, damit die Wirkung in die tiefere Schichten hineingehen kann. Und ja, mit dieser Praxis beeinflussen wir eben nicht nur unsere Muskeln und Gelenke, sondern wir gehen in den energetischen Bereich und das ist natürlich sehr schön, dass man immer mehr in die feinstofflichen Ebenen hineinkommen kann mit der Wirkung. Ja, und dann würde ich sagen, genieße die Yoga-Praxis. Wir beginnen mit einer kurzen Einstimmung in der Rückenlage. Falls du dir die Zeit nehmen möchtest und dich auch mit der Wechselatmung beschenken möchtest, dann kannst du nach der Einstimmung die Wechselatmung durchführen und ja, und dann einfach in der Yin-Yoga-Praxis dir gut gehen lassen. Nun schaue, dass du es dir in der Shavasana ganz gemütlich machst. Deine Füße, deine Beine sind genügend auseinander offen, sodass die Füße sanft nach außen fallen. Die Arme auch etwas weg vom Körper, mit Handflächen zur Decke gedreht. Dein Nacken ist lang, kopfmittig. Die Augen verschlossen. Nehme deinen Atem wahr und lasse mit jeder Ausatmung immer mehr los. Versinke in die Unterlage hinein. Verbinde dich ganz bewusst mit Mutter Erde und lasse dich von ihr passiv tragen. Nun spüre, wie mit jedem Einatmen immer mehr Leichtigkeit und lichtvolle Energie in dich hineinströmt. Und wie du mit jedem Ausatmen immer mehr loslassen kannst. Körperlich, mental und geistig. Alle Gedanken ziehen an dir vorbei. Im Moment ist nichts wichtig. Du weißt, es gibt nichts zu tun. Du darfst dich ausruhen und vollkommen loslassen. Nun stelle dir vor, wie jede einzelne Körperzelle mit lichtvoller Energie gefüllt wird. Das strahlend weiße Licht durchfließt jede einzelne Zelle. Alles wird vitalisiert, verjüngt und geheilt.
Du spürst, wie dein gesamter Körper immer mehr strahlender wird, von innen und auch von außen bist du umhüllt in ein strahlend weißes Licht und lässt dich von diesem Licht tragen. Dein Körper entspannt immer mehr und mehr. Dein Geist ist immer ruhiger. Dein Atem ganz regelmäßig und sanft. Vollkommen ruhig und entspannt genießt du die innere Stille. Wir beginnen jetzt mit der ersten Übung. Dazu schließt du deine Beine, nimmst deine Arme über den Kopf nach oben, streckst dich gut in die Länge und beginnst dann langsam deinen Oberkörper, soweit es geht, mit den Beinen nach links zu bewegen. Und dann findest du zu deiner Position, die für dich angenehm ist und in der du noch die Po-Muskeln, die Gesäßmuskulatur und die Schultern gleichmäßig auf dem Boden spürst, sodass die Hüfte nicht kippt und auch der Oberkörper weiterhin gut gerade bleibt. Wenn du die Position intensiver gestalten möchtest, kannst du zusätzlich dein rechtes Bein über das linke drüber tun und etwas aktiver den rechten Arm in die Länge strecken. Dann lässt du aber wieder vollkommen los, schließt am besten deine Augen und atmest ganz ruhig und regelmäßig in die Position hinein und hinaus. Lasse mit jedem Ausatmen immer mehr los und versinke ein Stückchen tiefer in die Dehnung hinein. Spüre, ob du nicht unnötige Anspannung in deinem Körper hältst. Nehme wahr, ob deine Kiefergelenke schön locker sind und auch die Zunge im Gaumen ist locker entspannt. Dein Atem fließt ganz ruhig und regelmäßig und du genießt die Dehnung der gesamten rechten Körperseite. Nun atme noch eine Minute ganz ruhig und regelmäßig in die Dehnung hinein und hinaus. Lasse los, lass es dir gut gehen.
kannst du ganz langsam aus der Position hinauskommen. Lass dir Zeit, in kleinen Schritten deinen Körper wieder zur Mitte zu bringen, die Beine wieder etwas öffnen und mit jedem Hinausatmen loslassen, nachspüren. Vielleicht magst du deinen Kopf sanft nach rechts und links drehen. Vielleicht gibt dir dein Körper andere Signale, dass du dich bewegen sollst oder nur einfach loslässt in der Shavasana. Und langsam kannst du dich vorbereiten, die Übung auf der anderen Seite durchzuführen. Wenn du möchtest, geh jetzt zu dem linken Rand deiner Matte, nehme deine Arme wieder gut gestreckt über den Kopf und dehne dich, wachse aus der Hüfte heraus und strecke auch die Beine aus den Hüftgelenken in die Länge. Lass dann wieder etwas los und beginne dein Oberkörper mit den Armen und die Beine, soweit es geht, nach rechts zu bewegen. Behalte deine Schultern aber immer noch gleichmäßig beide auf dem Boden. Wenn du die Position verstärken möchtest, nimmst du dein linkes Bein über das rechte. Achtest darauf, dass die Hüfte währenddessen noch gut gerade bleibt auf der Unterlage. Und lässt du wieder in der Ausatmung immer mehr los. Wenn du möchtest, zusätzlich den linken Arm etwas mehr in die Länge zu strecken und dann loslassen. Mit jedem Hinausatmen in die Unterlage etwas tiefer hineinsinken und die 3 Minuten genießen mit ruhiger Atmung, mit verschlossenen Augen, entspannten Kiefergelenken. Lasse jeglichen Widerstand im Körper los. Atme ruhig und regelmäßig. Genieße die schöne Musik. Genieße die Ruhe in dir.
Nun kannst du ganz langsam wieder aus der Position in deinem Rhythmus hinauskommen. Lass dir Zeit. Komme wieder mit deinem Körper zur Mitte. Öffne deine Beine. Lass die Füße nach außen fallen. Und spüre in der Zwischenentspannung nach. Lasse los und atme gut nach unten, tief in deinen Bauch hinein und hinaus. Nun vertiefe wieder deinen Atem und bereite dich auf die nächste Übung. Wir werden als nächstes in den unterstützten Schulterstand kommen. Dafür kannst du dir zu Hilfe ein Kissen nehmen oder eben deine Unterlage, die du für dich vorbereitet hast. Und dann schaust du, dass du dein Kissen oder deine Decken unter die Hüfte legst, unter dein Kreuzbein. Die Arme lässt du ganz entspannt neben dem Körper und nimmst ein Bein nach dem anderen Richtung Decke. Schaust du, dass du deine Füße locker lässt, entspannt bleibst, die Beine sind möglichst senkrecht zum Boden. Und dann nimmst dich wahr in deine Position. Falls du spürst, dass es dir nicht bequem ist, kannst gerne nochmal dein Kissen so verrutschen, dass es sich wirklich angenehm anfühlt und achte ein bisschen auch drauf, dass die Hüfte nicht schief ist, dass beide Hüftknochen auf gleicher Höhe sind. Und dann bereitest dich wieder auf die 3 Minuten des ruhigen Haltens. Schaust du, dass du unnötige Anspannungen wieder loslässt, die Augen schließt und die nächsten 3 Minuten in der Position genießt. Falls diese Position für dich zu anstrengend sein sollte, könntest du gerne die Beine auch an die Wand nehmen, sodass die Wand die Beine ein bisschen unterstützt. Du kannst natürlich auch sanft die Beine anwinkeln, wenn es für dich angenehmer ist. Suche deine Variation, in der du dich wohlfühlst, in der du dich nicht dagegen anspannst, sondern wirklich schön loslassen kannst, mit jedem Atemzug immer mehr und mehr loslässt und wirken lässt, ganz passiv.
Und dann genieße noch die letzte Minute die Position. Überprüfe, ob deine Kiefergelenke und die Zunge im Gaumen locker sind. Und lasse weiterhin dein Atem ruhig und regelmäßig mit verschlossenen Augen fließen. Nun kannst du deine Beine langsam anwinkeln und nacheinander zurück zum Boden aufstellen, deine Hüfte sanft heben und dein Kissen wieder zur Seite legen, deine Beine wieder mindestens auf Mattenbreite oder mehr öffnen. Und in Shavasana, in der Zwischenentspannung loslassen, kurz nachspüren. Falls dir dein Körper Signale gibt, dass er sich irgendwie bewegen möchte, vielleicht was ausgleichen möchte, dann kannst du es tun. Ansonsten genieße die ruhige Rückenlage. Noch 3 Atemzüge in deinen Bauch hinein und hinausatmen. Nun kannst du langsam deine Beine wieder aufstellen und dir ein Gurt zu Hilfe nehmen. Wir werden jetzt ein wenig die Rückseite der Beine dehnen. Und zwar nimmst du dein Gurt an die Zehenwurzeln und streckst du dein linkes Bein gut zum Boden. Richtest deine Hüfte in die neutrale Position, indem du die rechte Hüfthälfte in der Vorstellung etwas weg von der Schulter schiebst. Dein Schambein und Hüftknochen bleiben auf gleicher Ebene. Und du kannst entweder vollständig gestrecktes Bein Richtung Oberkörper dehnen. Wenn es dir zu viel ist, kannst du auch leicht anwinkeln. Einfach die Position so für dich halten, dass es für dich in Ordnung ist und du die 3 Minuten entspannt in der Dehnung verweilen kannst. Achte ein wenig darauf, dass die Hüfte dir nicht wegkippt. Wenn es dir zu viel ist, kannst du dein linkes Bein auch aufstellen und mit aufgestelltem Bein die Position halten, ist etwas sanfter. Ansonsten natürlich weiterhin beide Beine in die Länge gestreckt, die Schultern weg von den Ohren und dann wieder darauf achten, dass du möglichst unnötige Anspannungen loslässt. Die Augen schließt und die nächsten 3 Minuten in der Dehnung ruhig und regelmäßig in die Bereiche atmest, wo du die Dehnung am meisten wahrnimmst. Und spürst mit jedem Ausatmen, du immer mehr loslassen und nachgeben kannst in der Dehnung. Überprüfe, ob dein Kopf mittig ist, dein Nacken schön lang und entspannt. Schaue, dass du deine Oberarme und die Schultern auf dem Boden behältst, sie nicht unnötig anhebst und verspannst, sondern versuchst immer mehr und mehr loszulassen.
Nun kannst du ganz langsam aus der Dehnung wieder hinauskommen. Du kannst dein linkes Bein aufstellen, dein Gurt vom rechten Bein lösen, die Beine wieder öffnen und in kurze Zwischenentspannung loslassen, nachspüren. Die Beine im Vergleich zueinander wahrnehmen, spüren, wie sie sich jetzt anfühlen. Gut in deinen Bauch, ruhig und regelmäßig hinein und hinaus atmen. Und langsam kannst du dich auf die Dehnung des linken Beines vorbereiten, dein Gurt wieder gut platzieren, sodass die Zehenspitzen schön Richtung Knie herangezogen bleiben. Dann kannst du dein rechtes Bein wieder in die Länge strecken, dich für deine Variation der Dehnung entscheiden, so wie vorher mit rechten Bein, entweder leicht angewinkelt oder gut gestreckt oder dein rechtes Bein aufgestellt oder eben beide Beine lang lassen. Dann kontrolliere noch ein wenig die Hüfte, sodass sie nicht schief ist in der Dehnung. Die linke Hüfte zieht sanft weg von der Schulter, dein Schambein und Hüftknochen bleiben auf gleicher Höhe. Und dann kannst du deine Augen wieder schließen und 3 Minuten lang die Dehnung genießen. Ruhig und regelmäßig in die Bereiche hinein und hinaus atmen, wo du noch mehr und bewusster loslassen möchtest. Schaue, dass deine Schultern und deine Oberarme auf der Unterlage liegen, dein Nacken schön lang ist, unnötige Anspannungen loslassen, die Gesichtsmuskulatur ist locker, deine Kiefergelenke und auch die Zunge im Gaumen entspannen. Genieße noch die letzte Minute in der Dehnung. Atme weiterhin ruhig und regelmäßig.
Nun kannst du langsam aus der Dehnung wieder hinauskommen. Stell dein rechtes Bein auf und löse dein Gurt von deinem Bein weg. Und dann kannst du die Beine wieder gut öffnen. Und in der Shavasana wieder 3, 4, 5 Atemzüge loslassen. Spüre wieder deine Beine im Vergleich zueinander, wie sie sich jetzt anfühlen. Lasse jegliche Anspannung los. Und dann kannst du dich langsam auf die nächste Übung vorbereiten. Wir werden die Schulterbrücke machen. Dafür kannst du entweder wieder ein Kissen oder 2 Kissen, je nachdem wie weit du in die Übung hineinkommst, unter deiner Hüfte platzieren. Falls du einen Yogaklotz hast, kannst du natürlich gerne auch einen Yogaklotz statt Kissen benutzen. Such dir einfach das aus, was du hast und wo du genügend deine Hüfte heben kannst. Natürlich auch nur so, dass du dich noch dabei wohlfühlst in den 3 Minuten. Dann hebst du in der Rückenlage deine Hüfte und nimmst dein Klotz oder die Decken oder die Kissen in die Kreuzbeingegend. Da kannst du selber spüren, in welchem Bereich es für dich angenehm ist mit dem Klotz. Ja, so Richtung Steißbein und so, dass es sich für dich eben gut angenehm anfühlt. Die Füße sind aufgestellt, parallel nach vorne zeigend. Und dann schaust du, dass du wieder loslässt in der Position, soweit es dir möglich ist, und ruhig und regelmäßig dein Atem in die Dehnung hineinfließen lässt. Achte ein wenig darauf, dass dir die Knie nicht nach außen ausweichen, sondern in der Linie der Füße bleiben und nach vorne zeigen. Dein Kopf ist mittig, die Schultern schön weg von den Ohren, die Arme dehnen gut Richtung Füße. Und wir halten die Position wieder 3 Minuten lang mit verschlossenen Augen, mit ruhiger, regelmäßiger Atmung, mit voller Konzentration nach innen, voller Achtsamkeit. Genießt du dich.
Spüre nochmal, ob du wirklich jegliche Anspannung losgelassen hast, deine Kiefergelenke locker sind, die Zunge im Gaumen entspannt. Und ganz langsam kannst du auch deine Position beginnen aufzulösen. Hebe die Hüfte noch ein bisschen mehr und nehme die Unterlage, die du drunter hattest, wieder weg. Öffne gut in Shavasana die Beine wieder auseinander. Auch die Arme wieder etwas weg vom Körper mit Handflächen zur Decke gedreht. Wenn du möchtest, dreh sanft deinen Kopf nach rechts und links. Und dann kommen wir zu der nächsten Übung. Hier kannst du dich für deine Variation entscheiden. Wir nehmen die Arme in der Schulterhöhe zur Seite ausgebreitet. Und dann gehst du entweder in ganz sanfte Variation, wo du deine Beine geschlossen Richtung Boden sinkst. Wenn die Beine nicht bis zum Boden kommen und du es dir etwas gemütlicher machen möchtest, dann kannst du die Beine auch auf ein Kissen legen. Wenn du das nicht brauchst, dann muss es natürlich auch nicht sein. Wenn du etwas intensiver in die Dehnung hineingehen möchtest, dann könntest du entweder dein rechtes Bein über das linke Bein überkreuzen und dann die Beine Richtung Boden sinken, weiterhin darauf achten, dass beide Schultern auf der Matte bleiben. Oder du kannst in eine etwas sanftere Variation gehen, nimmst dein linkes Bein über das rechte und gehst so in die Position. Hier könntest du auch intensiver kommen, je mehr du dein linkes Bein Richtung Arm nimmst. Mache einfach oder bleibe in der Variation, die für dich in Ordnung ist. Und genieße die Position 3 Minuten lang und versuche weiterhin mit jedem Ausatmen ein Stückchen tiefer in die Dehnung hineinzusinken. Deinen Kopf kannst du mittig halten oder wenn du möchtest, in die Gegenrichtung deinen Kopf drehen. Nun kannst du nochmal wahrnehmen, ob du deine Gesichtsmuskulatur, Kiefergelenke locker hast und dein Atem ruhig und regelmäßig fließt. Genieße dich, genieße die Ruhe in dir.
Beine ganz ruhig noch die letzten 30 Sekunden in der Dehnung. Lasse weiterhin mit jedem Ausatmen immer mehr los. Nun kannst du ganz langsam, behutsam wieder zurück aus der Position hinauskommen, die Beine wieder strecken. Spüre, ob du ruhig liegen bleiben möchtest oder ob du die Hüfte vielleicht ein wenig hin und her wackeln möchtest, um vielleicht Spannungen im unteren Rücken loszulassen. Und dann spüre kurz nach, bevor du mit der anderen Seite beginnst. Nun kannst du langsam wieder deine Beine aufstellen, deine Arme wieder in die Schulterhöhe zur Seite ausbreiten, dich lang machen aus der Hüfte heraus und in deine Variation die Beine in die andere Richtung nehmen. Entweder wieder nur aufeinander, vielleicht auch mit Kissen oder Klotz unter den Beinen und drunter gelegt. Oder du entscheidest dich für deine Variation natürlich, die du vorhin gemacht hast, mit rechtem oder linkem Bein. Überschränkst du dein rechtes Bein und gehst dann langsam ausatmend in die Dehnung hinein. Achte wieder darauf, dass deine Schultern gleichmäßig am Boden verwurzelt bleiben und genieße dann wieder die Dehnung 3 Minuten lang. Mit jedem Ausatmen lasse ein Stückchen mehr los. Lass die Gesichtsmuskeln entspannen. Lasse deine Finger locker, mit Handflächen zur Decke gedreht, die Hände. Ruhige, regelmäßige Atmung. Nun kannst du wieder ganz langsam aus der Position hinauskommen. Lass
der Zeit. Stelle dann beide Beine wieder auf, falls du die Beine überkreuzt hast. Und öffne dann wieder die Beine in Shavasana. Atme bewusst in den Bauch hinein und hinaus. Vielleicht magst du nochmal deinen Kopf sanft nach rechts und links drehen. Nun kannst du dich auf die Fischposition vorbereiten. Dazu nimmst du zur Hilfe wieder entweder gefaltete Decken oder Kissen. Und je nachdem, ob dir die Überstreckung im Fisch gut tut oder nicht, kannst du dich dann eben entscheiden, dass du entweder nur ein Kissen nimmst und deinen Kopf dann in die Überstreckung hineinnimmst. Wenn du weißt, dass für die längere Zeit dir das alles zu viel wäre, dann nimm bitte 2 Kissen oder Kissendecke als Unterlage für dich. Und dann schaue, dass du auf dem unteren Kissen, das dein Kissen zwischen den Schulterblättern ist, in dem Brustwirbelsäulenbereich, also nicht im Lendenbereich, sondern mehr oben, sodass die Schultern ungefähr am Kissenrand sind. Und dann kannst du deine Beine schließen. Und wie gesagt, wenn du das zweite Kissen nicht brauchst, dann kannst du auch deinen Kopf in der Überstreckung lassen. Und wenn du eben spürst, das könnte für die 3 Minuten zu lang sein, dann unterlege gerne deinen Kopf. Die Beine kannst du ganz locker lassen, entspannt gestreckt. Und falls du möchtest, kannst du deine Arme so positionieren, dass du gut auch die Dehnung in der Brustmuskulatur und in der Schulter spürst. Du hast mehrere Möglichkeiten, Arme entweder bequem nach unten oder zur Seite oder diagonal nach oben oder ganz nach oben gestreckt. Suche dir deine Variation aus, in der du die Position wieder schöne 3 Minuten lang halten möchtest. Und dann lasse deinen Kopf mittig, schließe wieder deine Augen und lasse mit jedem Atemzug immer mehr los. Lass dein Atem schön nach oben in deinen Brustraum fließen. Spüre die sanfte Ausdehnung in deinem Brustkorbbereich. Und lasse weiterhin mit jedem Ausatmen immer mehr los.
Nun genieße noch die letzte Minute in der passiven Fischposition. Nun kannst du ganz langsam wieder aus der Position hinauskommen, die Hände zum Körper nehmen und langsam dich dann hochbewegen. In der nächsten Position werden wir ein bisschen die Oberschenkel und den Hüftbeuger dehnen. Dazu hast du mehrere Möglichkeiten, je nachdem, wie es für dich in Ordnung ist. Du kannst dich in den Fersensitz platzieren. Wenn du möchtest, nimmst du jetzt deine Klötze oder deine Bücher zu Hilfe und stellst sie so, dass sie entweder ein bisschen mehr hoch sind, das ist für die sanftere Variation, oder etwas tiefer, wird ein bisschen schwieriger. Gut, und dann kannst du deine Hüfte nach vorne schieben und die Position so halten. Wenn dir das zu anstrengend ist, weil man natürlich hier sich ein bisschen aktiv halten müsste und aus der Schulter ein bisschen herauswächst, wenn du merkst, das wäre dir für die lange Zeit zu intensiv, dann kannst du gerne in die Bauchlage kommen und in der Bauchlage könntest du dann, wenn du mit deinem Arm nicht bis zum Fuß hinkommst, ohne die Hüfte zu heben, dann benutze bitte gerne dein Gurt. Nimm dein Gurt über deinen Fuß und dann kannst du dich wieder ganz gemütlich platzieren und dein Bein so Richtung Gesäß dehnen. Wer natürlich ohne Gurt hinkommt, der könnte auch in dieser Position hier so halten. Für wen das zu sanft ist, wenn deine Muskeln schon besser gedehnt sind, dann könntest du eben in die etwas intensivere Variation wechseln. Du kannst dir gerne aber auch noch als Unterstützung die Kissen hinten lassen und dann würdest du die Beine geschlossen lassen und dich auf die Kissen platzieren und so kannst du dann in deiner Variation 3 Minuten lang bleiben, beziehungsweise ich werde dir nach 1,5 Minuten sagen, wenn du in der Variation mit einem Bein hältst, dass du dann die Position wechseln kannst. Und nun genieße die nächste Zeit in deiner Variation. Lass deine Augen verschlossen und atme ruhig und regelmäßig in die Dehnung hinein und hinaus. Wenn du mit beiden Beinen in der Dehnung bist, kannst du schauen, wo du deine Arme am besten platzieren möchtest, neben deinem Körper, seitlich oder vielleicht sogar nach oben hinten. Und dann genieße die Stellung. Ruhige
Und wenn du in der Dehnung mit einem Bein bist, dann wechsle langsam dein Bein. Achte darauf, dass beide Hüftknochen und Schambein auf der Unterlage bleiben, wenn du in der Bauchlage bist. Und dann genieße die Dehnung die nächsten 1,5 Minuten lang. Noch die letzten 30 Sekunden ruhige, regelmäßige Atmung. Und nun kannst du langsam aus deiner Variation hinauskommen und ausgleichen kannst du gerne in der Kindesposition. Lass die Arme nach hinten, die Schultern vollkommen locker, entspannt, die Stirn entweder auf dem Boden oder auf deinen Händen, falls du nicht bis zum Boden kommst. Und dann atme schön in deinen Rücken, in deinen Bauch. Lass mit jeder Ausatmung immer mehr los. Und dann kommst du langsam ein Wirbel nach dem anderen hoch und bereitest dich auf die Dehnung die Innenseite der Oberschenkel in der Froschposition. Dafür kannst du dir gerne wieder zu Hilfe dein Kissen nehmen. Dann gehst du mit den Beinen in einen 90-Grad-Winkel auseinander. Wenn du möchtest, legst du dein Kissen oder auch beide Kissen zu Hilfe nehmen, legst du unter den Bauch, aber nur so weit, dass du die Hüfte weiterhin Richtung Boden sinken kannst. Dann achtest du ein bisschen darauf, dass deine Hüfte ungefähr in der Linie der Knie ist oder da hinten, aber nicht davor. Und dann schaust du, dass du wieder in der Position gut loslässt. Diejenigen, die schon tiefer in die Dehnung hineinsinken, die können natürlich auch ohne Kissen üben oder sich nur dünnere Decke unterm Bauch legen und dann schön die 3 Minuten lang in der Position loslassen, dich dehnen lassen, die Dehnung schön genießen. Und wenn du deinen Kopf zur Seite hältst, dann achtest du wieder darauf, dass du die Kopfposition zwischendurch auch wechselst, damit sich die Nackenmuskeln gleichmäßig entspannen können. Lass deine Sitzbeinhöcker schön nach hinten strahlen, sodass du die natürliche Krümmung im Lendenbereich weiterhin beibehältst. Und genieße
die schöne Dehnung, die schöne Öffnung. Dein Atem fließt ganz ruhig und regelmäßig in die Bereiche, wo du die Dehnung gut spürst und wo du nach und nach noch ein bisschen mehr loslassen möchtest. Und dann genieße noch die letzte halbe Minute. Versinke mit jedem Ausatmen weiterhin tiefer in die Dehnung hinein. Nun kannst du ganz behutsam, ganz langsam aus deiner Variation hinauskommen. Kurz die Beine in die Länge nach hinten strecken. Und dann in die Bauchlage wechseln. Kurz die großen Zehen zueinander. Fersen fallen nach außen. Atme 2-3 Mal tief in deinen Bauch und deinen Rücken hinein und hinaus. Und dann bereite dich auf die Rückbeuge. Du hast wieder Möglichkeiten, entweder in der etwas sanfteren Variation zu bleiben, in der Sphinx, indem du auf den Unterarmen bleibst. Wenn du möchtest, kannst du zur Unterstützung auch Kissen drunter legen und dann schauen, dass du eben nur gut die Hüftknochen und dein Schambein auf dem Boden behältst. Und natürlich, wenn es dir zu wenig ist, kannst du auch in etwas intensivere Variation hineingehen. Kannst dir auch dein Kissen wieder unter die obere Bauchdecke hineinschieben. Darauf achten, dass weiterhin die Hüfte gut mit dem Boden verwurzelt bleibt. Und dann schaust du, dass du die Schultern möglichst gut locker lässt, sodass deine Schulterblätter schön Richtung Hüfte sinken. Und dann genießt du wieder die 3 Minuten lang in diese Position und atmest gut in die Flanken des Brustkorbes hinein und hinaus. Nacken kannst du in Verlängerung der Wirbelsäule behalten, die Augen am besten geschlossen und wieder mit voller Achtsamkeit
bei dir bleiben. Überprüfe nochmal, ob deine Kiefergelenke locker sind, ob du nicht unnötige Anspannung in deinem Körper hältst. Schaue, dass deine Schulterblätter weiterhin gut Richtung Hüfte sinken und deine Hüfte weiterhin schön verwurzelt mit dem Boden ist. Dein Atem ruhig und regelmäßig fließt. Halte weiterhin deine Kiefergelenke ganz locker, Gesichtsmuskeln entspannt, Schulterblätter Richtung Hüfte ausgerichtet. Und dann kannst du langsam die Hände etwas näher nehmen, dein Kissen zur Seite. In der Bauchlage gönnst du dir 2, 3 tiefe Atemzüge in den Lendenbereich hinein, in deinen Bauch hinein. Und dann schiebst du dich ganz langsam nach oben, gehst du in den Vierfüßlerstand, Arme sind senkrecht zum Boden, die Beine sind 90 Grad und dann gehst du ausatmen in die Katze in Richtung Brustbeine, runder Rücken, einatmen in die Kuh, kontrollierter Hohlrücken, ausatmen, wieder schön nach oben in die Katze, einatmen nochmal in die Kuh, ausatmen in die Katze und dann in die Kindesposition. Nimm die Arme wieder nach hinten, lass die Schultern vollkommen locker entspannen. Dann kannst du langsam deinen Oberkörper Wirbel für Wirbel hochrollen und dich auf die Vorwärtsbeuge vorbereiten. Die kannst du dir natürlich auch noch etwas sanfter gestalten, indem du dir zum Beispiel unter deine Knie gefaltete Decke oder Kissen nimmst, sodass du die Beine ganz gemütlich etwas angewinkelt behältst. Du kannst dir gerne auch unter dein Gesäß entweder nur sanft gefaltete Decke oder höher gefaltete Decke drunter legen, deine Sitzbeinhöcker gut dann auf der Decke gleichmäßig spüren. Gerne kannst du auch noch, wenn du nicht so tief in die Vorwärtsbeuge hineinkommst, dir ein Kissen nach vorne nehmen,
Vielleicht auch zweites Kissen, wenn du nicht so tief hineingehen kannst. Und dir die Position gemütlich gestalten und 3 Minuten lang in deine Variation dann verweilen und mit jedem Atemzug immer mehr loslassen. Genieße wieder die Vorwärtsbeuge und schaue, dass du wirklich dich nicht zwingst, sondern geschehen lässt, loslässt. In der Vorwärtsbeuge übst du dich in Demut und in Geduld, im Loslassen, im Geschehen lassen. Noch die letzte Minute, schöne, ruhige, regelmäßige Atmung in die Dehnung hinein und hinaus genießen. Und dann gehst du ganz langsam, ganz achtsam aus der Position hinaus und ganz zum Ausgleich, ganz kurz, entweder in die Tischposition wechseln, die Hüfte gut heben und wenn es für dich nicht zu viel ist, kannst du auch mit gestreckten Beinen die Position einnehmen, aus der Schulter gut wachsen und die Hüfte heben, die Füße, wenn es möglich ist, zum Boden oder Richtung Boden bringen und langsam wieder hinauskommen. Kurz kannst du ein bisschen die Handgelenke lockern und dich auf die letzte Übung vorbereiten. Wir kommen zu dem Reh. Dazu kannst du dein Bein vorne 90 Grad, im 90 Grad Winkel nehmen. Dein anderes Bein ist entweder auch 90 Grad oder etwas mehr angezogen. Du kannst gerne zu Hilfe ein Klotz nehmen oder dein Buch und dir das dann zur Seite legen, sodass dein Arm sozusagen ein bisschen höher ist, damit die Schultern nicht schief sind, wenn du deinen Oberkörper drehst. Und dann bleibst du entweder ganz aufrecht mit dem Oberkörper Richtung vorderes Bein
Oder du kannst verstärken, indem du in eine Rotation mit dem Oberkörper gehst. Oder wenn es dir nicht zu viel ist, kannst du auch mit dem Oberkörper nach vorne Richtung Bein oder zur Seite gehen und die Position hier so halten. Und dann atmest du wieder ganz ruhig und regelmäßig in die Dehnung hinein und hinaus. Diejenigen, die lieber die halbe Taube machen wollen, also etwas schwierigere Variation, die können natürlich auch die halbe Taube aufbauen und wieder ruhig und regelmäßig 3 Minuten lang in deiner Variation verweilen. Und dann atme noch 1 Minute ruhig in die Dehnung. Kontrolliere, dass du unnötige Anspannungen aus dem Körper loslässt. Weiterhin die Kiefergelenke und Gesichtsmuskeln entspannt. Die Position noch eine Weile genießen, wirken lassen. Und dann kannst du ganz langsam nach und nach aus der Position in deinem Rhythmus wieder hinauskommen und dann deine Variation, die du gemacht hast, auch auf der anderen Seite aufbauen. Wieder nimmst du dein vorderes Bein in 90 Grad Winkel. Wenn du möchtest, kannst du nochmal zu Hilfe den Klotz zur Seite nehmen, dein anderes Bein auch in 90 Grad Winkel und dich dann wieder entweder ganz aufrichten, mit dem Oberkörper nach vorne zeigen oder wenn es für dich in Ordnung ist, kannst du deinen Körper in die Rotation hineinnehmen und aufrecht die Position 3 Minuten lang halten. Oder wenn du möchtest, gehst du mit dem Oberkörper eben wieder in die Neigung nach vorne, entweder gerade oder auch etwas zur Seite geneigt. Lässt du dann wieder los in deine Variation, so wie es für dich in Ordnung ist und genießt die ruhige Atmung und die Dehnung 3 Minuten lang. Natürlich auch hier, wenn du vorher die halbe Taube
eingenommen hast. Genießt auch auf der anderen Seite die gleiche Variation. Atmest ruhig und regelmäßig in die Dehnung und falls du in der Taube bist, achtest darauf, dass deine Hüfte gerade ist in dieser Stellung. Beide Hüftknochen sind optimalerweise auf der gleichen Höhe. In dem Reh, in der sanfteren Variation, ist die Hüfte gekippt und du spürst die sanfte Dehnung in der äußeren Hüftseite des linken Beines. Und dann lässt die Dehnung wirken und schaust du, dass du weiterhin unnötige Anspannungen loslässt und in die Dehnung ruhig hinein und hinaus atmest. Nun kommst du langsam wieder aus der Position in deinem Rhythmus hinaus. Ja, und somit haben wir unsere heutige Yin-Yoga-Praxis fertig. Und es wäre sehr, sehr schön, wenn du dir noch eine Tiefenentspannung gönnen kannst. Einfach noch schöne, ruhige 10-15 Minuten für dich. Du kannst natürlich gerne dazu auch noch mein anderes Video hernehmen mit der tiefen Entspannung, mit der Autosuggestion oder auch visuellen Meditation. Ja, beschenke dich noch mit ein wenig Zeit in der Entspannung. Ich wünsche dir alles, alles Gute und freue mich sehr, dich bald mal hoffentlich auch wieder persönlich wiederzusehen. Namaste.